Ho, ho, hallöchen! Herzlich willkommen! Heute ist der 24. Dezember. Erstmal wünsche ich euch natürlich frohe Weihnachten, ein schönes Fest. Und ich würde sagen, heute einfach mal ein bisschen was anderes als sonst. Heute mal kein Spiel. Kurze Erklärung ist ganz einfach. Ich hatte ja mehr als 24 Spiele mir besorgt, um halt wirklich in Sicherheit zu gehen. Jetzt ist es ja so, ich nehme mit Fraps auf und Fraps hat bei manchen Spielen Probleme gemacht. Heißt, letztendlich haben die Spiele nicht gereicht für komplett alle 24 Tage. Vieles habe ich ausgebaut dann mit Gedichten oder was man auch gemerkt hat, wahrscheinlich Minesweeper. Also dann Spiele, die einfach so schon da sind, musste ich halt irgendwie versuchen, die ganze Sache etwas zu, naja, improvisieren. Deshalb heute für den 24. Dezember mal kein Spiel, sondern ich dachte mir einfach mal wieder mit dem gemütlichen Kamin im Hintergrund einfach mal so eine kleine Plauderstunde machen. Ich dachte mir, das ist vielleicht nicht ganz schlecht. Und ja, ich würde einfach mal ausprobieren, aber erst muss ich noch schnell was machen. So, ich bin wieder zurück. Ich musste noch schnell den Laptop an den Strom hängen. Ich vergesse das immer ganz gerne. Und das muss ich noch schnell machen, bevor hier alles abstürzt. Natürlich, wie soll das anders sein? Ich habe mich gerade am Tisch gestoßen. Mit dem kleinen C voran. Wie sollte es auch noch anders sein? Naja. Ich würde aber sagen, um einfach ein bisschen weihnachtliche Stimmung zu bekommen, vielleicht mal ein kleines Weihnachtslied singen. Und so ein Weihnachtslied, das eigentlich bekannt ist. Vielleicht mit einem Text jetzt, der nicht so bekannt ist. Ich kenne leider auch nur die erste Strophe. Von dem her ist das Lied auch nicht so lange, aber ich würde einfach sagen, wir stimmen einfach mal ein bisschen zusammen ein. Das heißt, ich stimme ein und du hältst dir die Ohren zu. Und ich würde sagen, dann könnte es schon losgehen mit O Tannenbaum, der Opa sitzt im Kofferraum. Die Oma macht die Klappe zu. Der Opa schreit, du blöde Kuh. O Tannenbaum, jetzt sitzen beide im Kofferraum. Ja, natürlich ein ganz tolles Lied mit einem ganz tollen Text, was auch sehr viel Sinn ergibt. Und ich wollte es einfach mal anbringen, um ein bisschen besinnliche Stimmung zu bringen. Denn heute ist, wie ich schon erwähnt habe, wie es eigentlich jeder erwähnt hat, der 24. Dezember. Der Adventskalender ist jetzt soweit durch. Morgen geht's dann los mit den normalen alltäglichen Alltag, haha. Natürlich bei mir mit ganz normalen Let's Plays. Was ich machen werde, werde ich noch nicht verraten. Es wird auch sich auf jeden Fall lohnen, es mal anzuschauen. Aber was genau werde ich natürlich nicht verraten. Ja, geplant war natürlich jetzt auch, nachdem wir ein tolles Lied gesungen haben, oder ich natürlich, vielleicht noch ein kleines Gedicht dazu. Da kenne ich auch ein ganz tolles kleines Gedicht, was nicht 100% zu Weihnachten passt, aber irgendwie indirekt, ja, schon so über 300 Ecken. Und zwar, es war einmal und ist nicht mehr ein ausgestopfter Teddybär. Dieses wundervoll emotionale Gedicht wurde natürlich vorgetragen von mir, meiner liebevollen Stimme. Auf jeden Fall, ja, Weihnachten steht an. Weihnachten ist, ja. Ich weiß ja nicht, wie feierst du Weihnachten? Feierst du zu Hause bei deiner Familie? Oder feierst du mit Freunden? Oder mit beiden? Oder wo feierst du? Feierst du zu Hause? Fährst du zu Verwandten? Was gibt es denn bei dir zu essen? Bei mir gibt es ja ganz nach Tradition aus dem Erzgebirge Sauerkraut mit Roster. Und zum Mittagessen gibt es ja Linsen. Ich glaube, das war so Linsen für das Kleingeld oder die Klöße oder irgendwas war fürs Kleingeld und das sind das so ein bisschen diese Bräuche. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es zusammenhing, aber irgendwas war fürs Kleingeld, das weiß ich. Und ja, was gibt's bei euch zu essen? Normal ist ja Klöße mit Gans. Jetzt komme ich nicht drauf, Klöße mit Gans. Aber wie gesagt, bei uns gibt's Original Erzgebirge. Ja. Was ist mit euch? Wie feiert ihr Weihnachten? Habt ihr Beleuchtung stehen?
hast du Beleuchtung stehen. Original natürlich ich im Team Sachsenmond, ist das natürlich bei mir klar. Wenn ich aus dem Fenster gucke, steht überall Schwibbogen. Wie ist es bei dir? Ich persönlich habe ja keine Deko aufgestellt. Ich sage eigentlich, ich kann jedes Jahr sagen, die einzige Deko, die ich aufstelle, ist mein Adventskalender, den ich vernasche. Aber so Deko bin ich nicht der Freund, weil ich muss aufstellen, ich muss wegräumen. Und es ist mir schon wieder zu... Nee, das ist mir dann schon wieder zu blöd. Ich muss auch sagen, ich bin nicht so der große Weihnachtsfeierfreund. Also ich meine, ich mache mir einen gemütlichen Abend mit meinen Liebsten. Aber jetzt so richtig Weihnachten feiern mit fetten Weihnachtsbaum und voll geschmückt und fetten Festtagsessen, das mag ich gar nicht. Das war früher eigentlich mal so, wo ich ganz klein war, da weiß ich noch, da hat dann die Familie groß gefeiert, da waren meine Eltern da, meine Geschwister und dann kam noch die Oma vorbei und die Tante eventuell und dann gab es dann immer erstmal schön Essen, dann gab es einen Spaziergang, dann habe ich mit meinen Geschwistern draußen im Treppenhaus gewartet, in der Zeit hatte mein Vater oder meine Mutter auch die Geschenke aufgebaut und das war bei uns immer das Weihnachtsfest so traditionell. Aber mit der Zeit, muss ich sagen, hat sich es halt einfach verändert und so Weihnachten feiern ist gar nicht mehr so drin bei mir. Ist gar nicht mehr so mein Ding. Ich mache mir halt lieber einfach einen, okay, gemütlichen Abend. Also Heiligabend ist bei mir eigentlich wie jeder andere Tag auch. Also, dass es halt Geschenke gibt dann. Aber sonst muss ich sagen, hat es für mich keine besondere Bedeutung mehr. Aber zum Thema Weihnachtsdeko. Dieses Jahr habe ich mir eine ganz tolle Deko gekauft. Die kann ich auch ganz... Und zwar gibt es ja jedes Jahr wieder von der Kinderschokolade diese kleinen Geschenkverpackungen, wo man Schokolade hat zum Fressen und so ein kleines Plüschtier. Und ich habe mir dieses Jahr so ein Plüschtier gekauft. Nicht von Kinderschokolade, von einer anderen Schokolade. Und das Vieh ist echt süß. Ich konnte nicht vorbeigehen. Es ist kugelrund, es hat große Klubschaugen, ein Geweih und eine Mütze. Und ist einfach kuschelig. Also alles, was man braucht. Und es kann das hier jetzt. Augen und Ohren auf. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Und ich konnte im Laden nicht vorbeigehen. Ich muss so lachen, wo ich das Vieh in der Hand hatte. Und deshalb gekauft. Nein, das muss es sein. Das war so ein Geschenk an mich selbst. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Schenkst du dir selbst was? Also ich muss sagen, ich schenke mir schon mal gerne selbst was. So ein kleines Weihnachtsgeschenk oder so ein Geburtstagsgeschenk von mir an mich mache ich mir schon mal gern. Einfach so ein bisschen eine kleine Freude an sich selbst machen. Das mache ich schon ganz gerne. Mich würde interessieren, ob ich da die einzige Bekloppte bin, die das macht. Aber nee, ich mag das schon. So ein kleines Weihnachtsgeschenk an sich selbst. Finde ich schon schön, mal so eine kleine Freude machen. Aber was ich ja mal an Weihnachten so übertrieben finde, ist ja das mit den ganzen Lebkuchen. Wenn es die schon im Sommer, wenn man aus dem Schwimmbad vielleicht noch kommt, wenn man ein gutes Jahr hat, gibt es schon Lebkuchen im Supermarkt. Ich verstehe das nicht. Also ich muss sagen, so eine Packung Lebkuchen, eine gönne ich mir vielleicht mal, ja, aber wirklich dauerhaft dann bis Dezember. Ich meine, dann kann ich die Dinger Dezember ja gar nicht mehr sehen. Also, boah, nee, ich kann das nicht. Ich brauche da wirklich... Ich halte Abstand und kaufe mir dann erst im Dezember die richtig fette Weihnachtsware. Oh ja. Auch mein Adventskalender. Ich kaufe meinen Adventskalender immer auf dem letzten Drücker. Das ist wirklich immer auf dem letzten Drücker. Das ist echt schlimm. Echt nicht mehr normal. Aber, ich habe natürlich... Ich will jetzt auch die Folge heute nicht zu lange halten. Was ich zwar öfters sage, aber es nie klappt. Aber ich habe Neuigkeiten. Ich habe jetzt bei YouTube gesehen, ich kann anscheinend jetzt Videos hochladen, die länger als 15 Minuten gehen. Kann man ja demnächst mal ausprobieren, eventuell. Ja, meine Katze stimmt mir da auch ganz doll zu. Aber was gehört natürlich noch zu Weihnachten? Wir hatten die Beleuchtung, wir hatten Deko, wir hatten Lebkuchen. Was natürlich ganz wichtig ist zu Weihnachten, für die meisten zumindest, sind Geschenke. Und da habe ich auch ein Geschenk an dich. Und an dich. Und an dich. Ja, an dich auch. Ja, natürlich auch an dich. Und zwar habe ich ein Geschenk. Genauer genommen 3 Geschenke. Es ist nichts Materielles. Es ist nichts, womit ihr vielleicht was anfangen könnt. Aber ich muss sagen, ich bin froh darüber, dass es mir eingefallen ist. Und ich finde es ganz... Die Idee ist süß. Bäh. Jetzt
bin ich ins Mikro reingerannt fast. Nein, ich fand die Idee ganz süß. Und zwar habe ich erstens einen Trailer gemacht. Einen Trailer. Für meine Let's Plays. Heißt, ich habe jetzt einen richtig geilen Trailer. Mit allem, was dazugehört natürlich. Außer dem Let's Play. Ich habe ein neues Profilbild. Was auch nicht so 100% natürlich persönlich auf mich ist. Das Problem ist halt auch einfach, ich hatte es schon mal, glaube ich, erwähnt. Ich mache ja die Profilbilder mit so verschiedenen Programmen, Generatoren. Da ich ja selbst nicht wirklich zeichnen kann und so Strichmännchen finde ich nicht so schön. Dadurch ist das Ganze natürlich nicht so persönlich. Wenn natürlich hier jemand dabei ist, der super gut zeichnen kann oder Strichmännchen machen kann, wie ich, dann kann man sie natürlich in Verbindung setzen und neue Profilbilder sind natürlich immer erwünscht bei mir. Zu dem neuen Profilbild habe ich natürlich auch ein neues Titelbild bzw. einen neuen Banner. Jawohl. Hier geht es darum, ich habe diesmal Trommelwirbel bitte. Wie unrhythmisch ich bin. Ich habe Real Fotos of my real fucking life. Heißt irgendwie indirekt Fotos von mir. Ja. Anschauen lohnt sich natürlich. Werden heute hochgeladen als Weihnachtsspecial. Jetzt dürfte es eigentlich um die Mittagszeit sein, wenn das Internet mitmacht. Weil das Video ja so produziert wird, dass ich es Mittag hochladen kann. Und ich würde einfach sagen... Ja, was will ich da noch groß sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Schaut es euch einfach an. Bei mir ist es so, ich hatte ja den Spruch, jetzt mal in Ernst, aus dem einfachen Grund, ich sag tausendmal, nein, ich habe den Spruch gehabt, jetzt mal in Ernst, aus dem einfachen Grund, jetzt mal in Ernst, sagt man ja so schön, die richtige Betonung macht's. Mein neues Sprüchlein oder mein neues Wort ist Rehspeck. Werden viele nicht viel anfangen müssen, aber ich habe jetzt, mein Spruch lautet Rehspeck. Um das Ganze kurz zu erklären. Rehspeck ist ein Wort, das ich zurzeit sehr oft verwende, das ich mir selbst so ein bisschen entwickelt habe. Rehspeck ist entstanden aus dem deutschen Wort Respekt. Also Respekt, Rehspeck. Man merkt schon diese kleine Gemeinsamkeit. Ich habe halt immer Respekt gesagt. Respekt. Und aus Respekt ist dann Rehspeck geworden. Rehspeck heißt halt einfach Respekt. Und das Ganze hat den Hintergrund, man sagt auch gerne mal Respekt, das hast du gut gemacht. Oder Respekt, ja, jene Leistung war super. Und bei mir geht es einfach darum, sag dir das doch mal selbst. Sag doch einfach mal, Respekt, ich habe das geil gemacht. Oder Respekt, ich bin Hammer. Respekt, was ich da gemacht habe, ist geil. Respekt, ich habe 3 Abonnenten. Respekt, ich habe fast 600 Aufrufe auf meinem Kanal. Respekt, ich habe was erreicht. Respekt, du kannst das auch. Respekt, ich bin einfach geil. Einfach mal an sich selbst sagen. Respekt. Ich habe das geil gemacht. Oder einfach mal sagen, einfach mal sich selbst was zumuten. Nicht nur andere loben, einfach mal sich selbst loben. Sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, Respekt. Das war echt geil, was ich da gemacht habe. Das macht man eigentlich so viel zu selten. Muss ich leider feststellen auch. Bei mir auch. Ich mache das viel zu selten. Aber das ist mein Motto und ich muss sagen, probier's doch einfach mal. Du, probier es mal. Einfach, wenn du noch zur Schule gehst, wenn du eine Arbeit geschrieben hast und die wiederbekommen hast. Geil, eine 2 oder geil, eine 5. Respekt. Nein, oder auch wenn du sowas geschafft hast. Wenn du, auch bei Kleinigkeiten einfach. Wenn du die Bude aufgeräumt hast, Respekt. Ich habe meine Bude sauber gemacht. Einfach so Kleinigkeiten. Einfach sich mal selbst auf die Schulter klopfen und sagen, Respekt. Ich hab's geschafft. Respekt. Ich bin Hammer. Jetzt habe ich natürlich das Wort so oft gesagt. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn man ein Wort so oft sagt und es keinen Sinn mehr ergibt? Das ist... Manche Wörter klingen dann auch richtig komisch, wenn man die so oft sagt. Zum Beispiel Schüssel. Schüssel, jeder weiß, was es ist. Hat ein großes Loch, ist meistens rund, kommt was rein. Ist ja logisch. Aber wenn ich das ganz oft sage, oder auch wenn ich es anders betone, zum Beispiel Schüssel. 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 Schüssel.
Es klingt doch einfach komisch. Ich meine, hat jemand von euch schon mal was von einer Schüssel gehört? Oder eine Schüssel? 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 Damit verabschiede ich mich von heute bis morgen. Heute Adventskalender Ende. Feier schön Weihnachten, du Zuschauer. Genieß den Feiertag, die Feiertage, deinen Urlaub. Mach dir einen fetten Tag. Treib's nicht zu bunt, denn denk dran, bald kommt Silvester. Mach schöne Geschenke. Bekomm schöne Geschenke. Genieß das Essen. Verbringe Zeit mit deinen Liebsten. Und denk dran, einfach selbst auf die Schulter klopfen und sagen, Respekt. Ich habe ein geiles Geschenk für meinen Freund ausgesucht. Das ist natürlich auch was. Respekt. Ich habe ein Geschenk gekauft, worüber sich die Leute freuen. Mit den Worten verabschiede ich mich für heute. Sage bye, die Kette. Und zum Abschied nochmal ein kräftiges Ho, ho, ho. Ho, ho, ho von meinem kleinen Freund. Und tschüss, bis morgen.